Kompliment bekommen von fremden Damen für salzige Düfte. Das hätte ich nie erwartet. Und ich hätte auch nie erwartet, dass ich ja mal so verliebt in diesen beiden Düften bin. Ich habe die ja schon länger von Issey Miyake, das Eau de Toilette und das Eau de Parfum. Ja, aber warum sind die so gut? Das werde ich euch gerne erzählen. Mein Name ist Dennis. Wir gehen rein. Moin aus Hamburg. Yes! Diese beiden Issey Miyake Düfte. Und ihr müsst bedenken, ich bin kein großer Issey Miyake Fan. So, die üblichen Verdächtigen. Ich habe noch zwei andere. Ja, oder drei. Die üblichen in anderen Flakons. Ihr wisst das. Ich finde, alles riecht ähnlich. Sein Klassiker ist nice, klar. Aber sonst ist alles sehr ähnlich und strikt gehalten. Aber diese beiden Düfte, ich habe die ja schon, ja, ein Jahr jetzt schon. Und ich habe sie auch schon mal vorgestellt. Aber dadurch, dass meine Frau und mein Sohn angekommen sind, haben gesagt, die Frauen, die da gerade hier arbeiten bei Edeka, die, ja, haben gesagt, hier riecht das absolut wunderschön. Und dann muss ich natürlich nochmal vorbeigehen. Das war das Eau de Toilette. Ja, tatsächlich. Das Eau de Parfum, da kommen wir gleich zu, wird jetzt nicht schlimmer sein. Also keine Panik, das ist für einen Tag und den könnt ihr abends benutzen, wenn ihr nicht mehr oder wenn ihr nicht so viel Düfte habt. Das ist wirklich genial. Also hätte ich niemals gedacht, auf Dauer so hinten heraus, weil ein salziger, aquatischer, ja, Duft, der so wirklich nach Meer riecht, wie soll man da Komplimente bekommen? Ich rede hier auch nicht von Megamare, von Otto Parisi. Das ist kein Vergleich. Gleich vorweg, das ist kein Vergleich. Aber diese beiden Herren schaffen hier sau geil. Und hier hat er dann auch mal einen anderen Flakon genommen. Finde ich übrigens auch gut. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben Salz, also ein Salzakkord und Ingwer. Dann haben wir was Holziges und Vetiver. Vetiver vergisst mal, habt da keine Angst, wenn ihr jetzt auf einmal überhaupt kein Vetiver mag. Nein, rieche ich persönlich nicht raus. Sehr schön, auch bei wir haben jetzt über 30 Grad, egal wo, ob im Garten, ob zu Hause, wenn ihr geduscht habt und die Wohnung ist warm, falls ihr keine Klimaanlage habt, dann den auflegen, sehr geil. Oder beim Weggehen abends, wenn ihr nicht so viel Düfte habt und ihr wollt immer nur diesen Duft tragen, dann wirklich das Eau de Parfum, weil da kommt Amber ein bisschen hinzu. Das macht das bisschen weicher, wärmer, harmonischer, nicht ganz so salzig und ja, was heißt abgerundet? Also das ist auch perfekt abgerundet, nur eben ein bisschen harscher, so typisch für, ja, für den Tag, wenn es richtig brutzelt warm ist. Wir könnt ihn auch im Winter tragen. Ich habe ja schon mal gesagt, ne? Düfte entfalten sich noch geiler manchmal oder Sommerdüfte entfalten sich noch geiler, wenn es kälter ist manchmal. Also der geht dann auch. Es ist ein Allrounder, wenn ihr Bock auf sowas habt. Allerdings so im Winter und überhaupt Herbst, dann solltet ihr den mit Amber aufsetzen. Das ist hier wirklich jetzt für diese Jahreszeit richtig genial. Also wenn ihr da drauf Bock habt und so weiter, könnt ihr nichts falsch machen. Und ich persönlich, wie gesagt nochmal, ich bin kein Issey Miyake Fan und ich hätte nie erwartet, dass das mal, sag ich mal, so funktioniert bei mir. Selbst der Klassiker von Issey Miyake finde ich geil, aber wo ich auf Dauer sage, kann ich einmal tragen, dann brauche ich wieder Pause davon. Dir nicht. Ich trage den auch, und das kommt selten vor 1, 2, 3 Tage mal hintereinander, wenn ich Bock habe. Den zum Beispiel habe ich jetzt 2 Tage getragen, weil ich Bock hatte. Weil es absolut geil ist. Und wie gesagt, es hat nicht mit Megamare dieses extreme Salzige zu tun, wo das einen penetrant auf den Sack geht, weil da noch Moschus drin ist oder ihr holt irgendwas aus dem Meer raus, was Rostiges noch dazu. Der ist geil, aber nicht zu vergleichen. Auch nicht mit den Eau de Toilette, auch wenn er salziger ist und dieses Weiche nicht so hat wie beim Eau de Parfum, ist trotzdem mit Megamare nicht zu vergleichen. Und es ist auch nicht, da muss ich mal kurz abtauchen, vielleicht mit dem Black Sea zu vergleichen. Mit denen ist das auch nicht zu vergleichen. Da haben wir ja auch ein Salzakkord oder auch, also Dream Sea und Black Sea. Black Sea habe ich auch. Nein, auch das ist nicht zu vergleichen mit denen. Sehr nice. Also die DNA von Issey Miyake ist fast weg, finde ich. Die typische DNA jedenfalls.
Jetzt kommt das Parfüm raus. Ich weiß, das hätte ich am Anfang vielleicht auch erwähnen sollen. Jetzt kommt das Parfüm raus. Ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe, dass es geil wird und ich muss es auch kaufen, aber nicht für so viel Geld. Da kann ich machen, möchte ich aber nicht. Bei Issey Miyake sehe ich auch gar nicht ein. Es wird ja immer teurer und gerade als Parfümvariante. Aber das ist für den Tag. Das ist für den Abend wirklich. Was soll jetzt das Parfüm machen? Für die Nacht? Mit eurer Dame? Man weiß es nicht. Weil für den Abend abgerundeter, noch tiefer, das ist hier schon bei Eau de Parfüm wirklich sehr, sehr gut. Sprüher sind gut, könnten vielleicht, also was das Pumpding angeht, ist sehr gut. Nein, das ist schon wirklich gut. Aber hier ist der Salzakkord wirklich zurückgenommen worden. Das Eau de Toilette kommt ein bisschen mehr raus, jedenfalls bei mir. Ja, es ist schon salziger. Das ist ein bisschen anders, wie gesagt. Eau de Toilette würde ich aber bevorzugen jetzt, weil das werdet ihr ja am meisten tragen, weil der Tag ja länger ist, als wenn ihr abends unterwegs seid in der Woche. Ja, aber am besten, oder wenn ihr mich fragt, braucht man beide, sage ich ja. In dem Fall wirklich ja. Weil das schon einen Unterschied macht mit den Amber und das Warme und so weiter. Zur Haltbarkeit kommen wir jetzt, finde ich, beide sehr, sehr gut. Da sind wir wirklich bis 7, 8 Stunden tatsächlich. Er bleibt auf den Klamotten, auch noch nach 1 Tag oder 2 Tagen riecht ihr das auf den Klamotten. Also das ist richtig gut. Und die Ziage, habt ihr gemerkt, ich habe ja erzählt, der steht im Raum, gerade wenn ihr denn in einen Einkaufsladen geht, wo die Klimaanlage an ist und draußen warm, da steht das wirklich. Also es haben einige gerochen, sehr bombastisch. Ist aber denn eben nicht so wie der, da erzähle ich euch nochmal eine Geschichte, da kommt nochmal ein Video zu, das ist Hardcore gewesen. Wirklich Hardcore. Also Eskalation von allerfeinsten, fast, sag ich mal, Räumung eines Busses. Ja. Lasst euch, das wird demnächst kommen. Hatte ich fast vergessen. Gut, dass ich diese Düfte nochmal zeigen möchte. Wie gesagt, ich habe das schon mal gezeigt vor 1 Jahr. Beide, glaube ich. Einzeln beide, weiß ich gar nicht. Müsste lügen. Egal. 2026, jetzt zeige ich beide, weil eben auch das Parfüm kommt. Und das ist sehr interessant. Und ich bin gespannt, wie das denn wird. Ja, gucken wir mal. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Art Düfte mögt, ob ihr Salzdüfte mögt, ob ihr diesen Salzakkord. Aber wie gesagt, es ist auch noch Ingwer drin. Den merkt man so minimal auch raus. Es ist was Holziges. Es ist Vetiver, aber Vetiver, für Leute, die wirklich Vetiver nicht mögen, kein Problem. Für Leute, die nur meinen, okay, da muss jetzt Vetiver, denke mal, das ist auch das riecht jeder anders. Dieser Duft oder diesen Duft vor allen Dingen in der Luft nimmt jede Person, jeder Mensch anders wahr. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, weil ich habe schon von Leuten gehört, du riechst so, von anderen Leuten sagen, du riechst so. Das ist, obwohl es ein Salz-Ingwer-Akkordduft ist, im Endeffekt. Das ist ein salziger Ingwerduft. So kann man das eigentlich betiteln. Aquatisch vielleicht dazu, natürlich mehr, das Eau de Toilette ist mehr aquatisch, obwohl aquatisch, ja, im Endeffekt, ja, man nimmt ja das Meerwasser und so weiter. Aber noch dazu gesagt, kein Brackwasser. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen schlechten Gerüchen, was das Meerwasser so widerspiegelt, dass die Algen und irgendwas anderes noch dahin zukommt. Davon rede ich nicht. Nein. Also könnt ihr mal reinschreiben, was ihr davon haltet. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Wenn ihr Mitglied wollt, macht es gerne unter dem Button. Lasst mir gerne einen Super Thanks da, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.